Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel gibt's in vielen Sprachen. Aktiviere sie in den Einstellungen. Den PDF-Link findest du in der Beschreibung. Bitte Like und Abo dalassen, dein Wunschthema kommentieren und den Hype-Button drücken, damit das Video mehr Sichtbarkeit bekommt. Los geht's! Hallo Liam, wie geht es dir heute? Hallo Mia, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es gut. Heute möchte ich über etwas Interessantes und ein bisschen Beängstigendes sprechen. Erinnerst du dich an den Unfall, den wir letzte Woche gesehen haben? Ja, ich erinnere mich. Es war ein sehr geschäftiger Tag auf dem Markt. Ich habe einen kleinen Autounfall an der Ecke von der Hauptstraße und der Ahornallee gesehen. Das stimmt. Ich war auf dem Weg zum Markt, als ich den Unfall gesehen habe. Es war ein sonniger Tag und die Straßen waren voller Leute. Ich bin mit meinem Fahrrad gefahren, als ich den Unfall sah. Ich hielt an, um zuzusehen, weil ich mir Sorgen um die beteiligten Personen machte. Kannst du mir erzählen, was du gesehen hast? Ich möchte deine Beschreibung des Unfalls hören. Natürlich. Ich war in der Nähe der Ampel, als ich sah, wie ein rotes Auto und ein blaues Auto aufeinander zufuhren. Das rote Auto fuhr geradeaus und das blaue Auto versuchte, links abzubiegen. Plötzlich krachten sie zusammen. Oh nein, das klingt sehr gefährlich. Hast du gesehen, wie die Autos zusammenprallten? Ja, das habe ich. Das blaue Auto hielt nicht an der roten Ampel. Es bog zu schnell ab und traf das rote Auto an der Seite. Der Geräusch des Aufpralls war laut wie ein Knall. Das muss für alle sehr beängstigend gewesen sein. Was passierte danach? Nach dem Unfall blieben beide Autos mitten auf der Straße stehen. Die Menschen in der Umgebung kamen schnell, um zu helfen. Ich sah einige Passanten, die die Polizei und einen Krankenwagen riefen. Das habe ich auch gesehen. Ich erinnere mich an eine Dame mit einem Telefon, die sofort um Hilfe rief. Es ist wichtig, die Polizei bei einem Unfall zu verständigen. Ja, das ist sehr wichtig. Die Polizei kam einige Minuten später. Sie sprachen mit den Fahrern und fragten, was passiert war. Wurde jemand verletzt? Ich sah, dass der Fahrer des roten Autos sehr besorgt aussah, aber er schien nicht schwer verletzt zu sein. Der Fahrer des blauen Autos hatte eine kleine Schnittwunde am Arm. Der Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus, um zu überprüfen, ob er in Ordnung war. Das ist gut zu hören. Ich war sehr besorgt, als ich den Unfall sah. Unfälle können sehr ernst sein. Das können sie. Nachdem die Polizei ihre Arbeit beendet hatte, räumten sie die Autos von der Straße. Die Ampel wurde repariert und die Straße war wieder offen. Ich bin nach dem Unfall weiter zum Markt gegangen. Ich war ein wenig erschüttert, aber ich war froh zu sehen, dass schnell Hilfe kam. Ja, es ist wichtig, in einer solchen Situation ruhig zu bleiben. Ich habe gelernt, dass Unfälle jederzeit passieren können und es gut ist, vorbereitet zu sein. Da stimme ich dir zu. Ich versuche immer vorsichtig zu sein, wenn ich die Straße überquere oder mit meinem Fahrrad fahre. Der Unfall hat mich daran erinnert, auf die Verkehrszeichen zu achten. Ich auch. Ich überprüfe immer das Licht und schaue in beide Richtungen, bevor ich überquere. Der Unfall war ein trauriges Ereignis, aber er hat uns eine Lektion über Sicherheit erteilt. Liam, denkst du, die Fahrer waren vorsichtig? Ich denke, der Fahrer des roten Autos war vorsichtig, weil er geradeaus fuhr und das Verkehrslicht beachtete. Aber das blaue Auto hielt nicht an der roten Ampel, was sehr gefährlich ist. Ja, eine rote Ampel zu missachten kann schwerwiegende Unfälle verursachen. Es ist wichtig, die Verkehrsregeln zu befolgen. Da stimme ich zu.
Die Regeln sind da, um alle sicher zu halten. Ich hoffe, dass die Fahrer nach diesem Unfall in Zukunft vorsichtiger sein werden. Das hoffe ich auch. Unfälle können die Gewohnheiten der Menschen verändern. Manchmal lernen wir, vorsichtiger zu sein, wenn etwas Beängstigendes passiert. Genau. Ich habe auch ein Verkehrsschild gesehen, das an dieser Ecke kein Linksabbiegen sagte. Das blaue Auto hätte zu diesem Zeitpunkt nicht nach links abbiegen dürfen. Das macht es noch ernster. Alle Schilder und Signale zu befolgen ist sehr wichtig, um Unfälle zu verhindern. Ja, jedes kleine Detail zählt. Ich bin traurig, dass der Unfall passiert ist, aber ich bin froh, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Ich auch. Ich mache mir immer Sorgen um die Menschen bei Unfällen. Ich hoffe, sie erholen sich schnell und lernen aus der Erfahrung. Ich habe viel aus dem Ansehen des Unfalls gelernt. Ich werde mir immer merken, vorsichtig zu fahren und zu gehen. Ich werde auch meine Freunde daran erinnern, die Verkehrsregeln zu befolgen. Das ist eine gute Idee. Wir können unsere Erfahrungen teilen und uns gegenseitig helfen, sicher zu bleiben. Liam, denkst du, der Unfall hat den Verkehr an dieser Ecke verändert? Ja, das denke ich. Nach dem Unfall habe ich einige Tage lang mehr Polizeibeamte an der Ecke gesehen. Sie haben den Verkehr kontrolliert und dafür gesorgt, dass alle die Regeln befolgten. Das ist gut. Es ist wichtig, dass die Polizei hilft, den Verkehr zu regeln, besonders nach einem Unfall. Das macht die Gegend sicherer. Da stimme ich zu. Manchmal, wenn Unfälle passieren, werden die Menschen sich der Gefahren bewusster. Sie beginnen vorsichtiger zu fahren und mehr auf die Schilder zu achten. Ich hoffe, dass die Fahrer, die den Unfall gesehen haben, daraus lernen. Wir müssen alle verantwortungsbewusst im Straßenverkehr sein. Ja, verantwortungsbewusst zu sein, kann zukünftige Unfälle verhindern. Ich denke auch, dass mehr Aufklärung über Verkehrsregeln wichtig ist. Schulen sollten Kindern beibringen, wie man sicher über die Straße geht und vorsichtig Fahrrad fährt. Das ist eine großartige Idee. Ich erinnere mich, dass ich in der Schule über Verkehrszeichen gelernt habe. Das war sehr hilfreich. Ich finde, Unfälle sind eine Erinnerung daran, wie zerbrechlich das Leben ist. Wir müssen vorsichtig sein und aufeinander achten. Da stimme ich dir zu, Liam. Jedes Mal, wenn ich die Straße überquere oder mit dem Fahrrad fahre, erinnere ich mich daran, dass ich wachsam und sicher sein muss. Selbst ein kleiner Fehler kann zu einem großen Problem führen. Ja, und ich überprüfe immer meine Spiegel und meine Totenwinkel, wenn ich mit dem Fahrrad fahre. Das hilft mir, Unfälle zu vermeiden. Das mache ich auch, wenn ich gehe. Ich schaue immer nach links und rechts, bevor ich überquere. Das ist eine gute Gewohnheit. Mia, denkst du, du wirst deiner Familie von dem Unfall erzählen? Ja, das werde ich. Ich möchte, dass meine Familie weiß, was passiert ist, damit sie auch vorsichtiger sein kann. Ich werde meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder von der Bedeutung der Verkehrsregeln erzählen. Das ist eine gute Idee. Ich werde auch meiner Familie davon erzählen. Ich möchte, dass sie verstehen, dass Unfälle passieren können, aber wir sie durch Vorsicht verhindern können. Ich finde, dass das Teilen unserer Erfahrungen uns stärker macht. Wir lernen zusammen und helfen uns gegenseitig, sicher zu sein. Ja, und es ist gut, über solche Dinge zu sprechen. Das macht mich bewusster für mein Verhalten. Ich bin froh, dass wir dieses Gespräch hatten, Mia. Es hilft mir, über Sicherheit und die Regeln der Straße nachzudenken. Ich freue mich, mit dir darüber zu sprechen, Liam. Uns beiden liegt die Sicherheit und die Sicherheit anderer am Herzen. Ich hoffe, dass Unfälle wie der, den wir gesehen haben, eines Tages selten sein werden.
Ich hoffe, dass alle Fahrer und Fußgänger die Regeln befolgen und vorsichtig sind. Das ist auch mein Wunsch. Wir können gemeinsam daran arbeiten, unsere Gemeinde sicherer zu machen. Jede kleine Handlung zählt. Ja, selbst bitte und danke zu anderen Fahrern zu sagen oder einem Fußgänger zuzuzwinkern, macht einen Unterschied. Da stimme ich zu. Wir müssen freundlich und verantwortungsbewusst sein. Ich werde mir den Unfall immer als Lektion in Erinnerung behalten. Er erinnert mich daran, wachsam zu sein und die Regeln zu respektieren. Ich werde mich auch daran erinnern. Ich finde, wir haben Glück, dass niemand ernsthaft verletzt wurde. Wir können lernen und uns verbessern. Danke, dass du heute deine Gedanken mit mir geteilt hast, Liam. Ich fühle mich sicherer, wenn ich über Unfälle und Sicherheit spreche. Danke, Mia. Ich habe unser Gespräch genossen. Es ist wichtig, Deutsch zu üben und über Ereignisse aus dem echten Leben zu sprechen. Ich hoffe, unsere Freunde, die uns zuhören, lernen auch etwas aus unserer Erfahrung. Das hoffe ich auch. Unfälle sind nicht angenehm, aber darüber zu sprechen kann uns helfen, die Bedeutung von Vorsicht zu verstehen. Ja, und ich glaube, dass jedes Gespräch, das wir führen, uns zu besseren Sprechern und besseren Bürgern macht. Lass uns weiterhin Deutsch üben und unsere Ideen teilen. Ich stimme zu, Mia. Lass uns immer neugierig und freundlich sein. Danke nochmal für dieses interessante Gespräch. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Danke, Liam. Ich habe heute viel gelernt. Bis zum nächsten Mal. Bis dann, Mia. Pass auf dich auf und bleib sicher. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.